Häufig gestellte Fragen in der Stahlwerkstatt. Kurz und schmerzlos. Heute: welche Düse nutzen? Freunde, das Aussuchen der Düse kann mitunter tatsächlich ganz schön schwierig sein. Verschiedene Düsen, verschiedene Einsätze. 3 Sets schauen wir uns an. Einmal das Standardset, die Gaslinse und ein kleiner Blick auf die Glaslinse. Wir starten mal mit der Standarddüse, riskieren da mal einen Blick drauf und reden mal über die Öffnungsgröße der Düse. Wir schauen uns einmal das Spannhülsengehäuse an, was auch unsere Keramikdüse aufnimmt. Wir sehen hier an der Spitze die 4 Löcher. Aus diesen strömt unser Schutzgas aus. Bei diesem Verfahren natürlich Argon, Reinheit 4.6, 4.8 oder, wer es ganz hart mag, 5.0. Nicht notwendig, aber dennoch ein gängiges Gas. Wir bleiben bei den Spannhülsengehäusen, schauen uns jetzt einmal das der Gaslinse an. Hier fällt ganz klar auf, dass wir vorne ein Sieb eingesetzt haben, was tatsächlich sehr, sehr große Vorteile mit sich bringt. Letzte Düse im Bunde, die Glaslinse. Auch hier gucken wir einmal auf das Spannhülsengehäuse, was gleich mit dem Mischsieb versehen ist. Das ist hier an dieser Düse teilbar, hat aber die gleiche Aufgabe wie das in der Gaslinse. Bei unserer Standarddüse passiert Folgendes: Das Argon tritt, wie eben schon gesagt, aus unseren 4 Löchern aus und kommt sehr gerichtet aus unserer Keramikdüse. Hier ist es wichtig, dass man die richtige Argonmenge zu der passenden Gasdüse einstellt. Warum ist das so? Beispiel: Wir stellen unser Manometer auf 10 Liter die Minute ein und haben eine Keramikdüse der Größe 8. Größe 8 bedeutet große Öffnung, knapp 12 mm. Wir haben also einen Gasdurchfluss mit 10 Litern durch eine Öffnung, die ca. 12 mm groß ist. Daraus ergibt sich eine Geschwindigkeit an der Austrittsöffnung der Keramikdüse. Verkleinern wir jetzt die Öffnung, beispielsweise Größe 4 hat einen Austrittsdurchmesser von ungefähr der Hälfte, das bedeutet 6 mm. Wenn ich also den Querschnitt der Düse halbiere, erhöht sich die Austrittsgeschwindigkeit, denn die Menge von 10 Litern bleibt die gleiche. Hier ist es also wichtig, das Argon anzupassen, damit wir ein sehr besonderes Problem, ein Injektionsproblem vermeiden. Ich zeichne euch was an die Tafel, das verdeutlicht ein bisschen das Problem, was wir haben, wenn wir zu hohe Argon-Austrittsgeschwindigkeiten an unserer Keramikdüse haben. Wir haben jetzt also die Düse an der Tafel, die eine 6 mm Öffnung hat. Das ist die Düse mit der Größe 4. Gedanklich haben wir immer noch 10 Liter die Minute Gasdurchfluss an unserem Druckminderer eingestellt. Jetzt passiert Folgendes: Wir haben eine sehr hohe Geschwindigkeit. Das Argon tritt aus der Düse aus, landet auf unserem Werkstück und verwirbelt. Je höher die Geschwindigkeit ist, kommt eine Sauerstoffinjektion zustande. Das sieht wie folgt aus: Wir verwirbeln, ziehen Außenluft an und die Außenluft kann bei zu hoher Geschwindigkeit in unser Schmelzbad gelangen. Das hat ausschließlich mit der Geschwindigkeit des Austritts unseres Schutzgases, an dieser Stelle Argon, zu tun. Was wir also machen müssen, wenn wir Düsen nutzen, die einen sehr geringen Querschnitt an der Austrittsöffnung haben, ist die Menge an Argon am Manometer herabzusetzen. Wir können in Extremfällen auch bis runter auf 6 Liter die Minute. Das minimiert dann unser Injektionsproblem und je niedriger der Druck,
beziehungsweise je niedriger die Geschwindigkeit, desto weniger Probleme haben wir mit Ansaugen von Sauerstoff aus den Verwirbelungen. Gibt's da eine bessere Lösung? Ja, die gibt es, und zwar ist das ganz klar, und an der Stelle sei erwähnt, das ist ganz klar mein Favorit. Wer unsere Videos kennt, der weiß, ich arbeite ausschließlich mit der Gaslinse. Was macht die Gaslinse anders als unsere Standarddüse? Ganz einfach, wir haben das Mischsieb. Das Mischsieb bremst schon von vornherein die Geschwindigkeit des Argons. Warum ist das gut? Wir haben eine größere und breitere Abdeckung unseres Schmelzbades und die Gefahr, von außen Sauerstoff in unsere Schweißnaht einzuziehen, ist gen Null. Letzte Düse im Bunde ist die Glaslinse, 35 mm im Durchmesser. Das ist eine riesige Gasabdeckung. Nachteil hierbei ist, dass wir einen Verbrauch von 20 bis 25 Liter Argon die Minute haben. Also knapp doppelt bzw. dreimal so hoch wie bei der Gaslinse. Der ganz große Vorteil, eine große Gasabdeckung gepaart mit einem Mischsieb. Das bedeutet, dass hier diese Injektionswirkung auch sehr gering ist durch die diffuse Schutzgasglocke. Mein Schweißbereich bleibt länger unter Schutzgas und bekommt somit viel später Sauerstoff. Was wiederum zur Folge hat, dass die geschützte Naht, die länger in der Gasglocke ist, weniger Anlauffarben bekommt. Das kann man nach dem Schweißen ganz deutlich an der Farbe erkennen. Ein weiterer ganz großer Vorteil ist natürlich die Übersicht. Wir können alles sehen, da das Glas natürlich durchsichtig ist. Achtung, jetzt die große Frage, warum gibt es all diese verschiedenen Öffnungsgrößen? Das hat immer etwas mit unserer Schweißfuge zu tun und mit der Aufgabe, mit der wir uns befassen. Ich nehme immer gerne die größte. Warum? Weil ich mich in Materialstärken bewege, die so bis 10 mm sind, und da erlaubt es auch die Größe 8, zum Beispiel bei einer Stumpfnaht, die Elektrode Richtung Wurzelspalt zu führen und auf der Unterseite zu arbeiten. Wenn ich Materialstärken habe, die beispielsweise kräftiger sind oder ganz niedrige Stromstärken, könnte ich auf eine kleinere Düse wechseln und näher an meine Schweißfuge, Beispiel Kehlnaht, ich möchte ganz nah ran und eine ganz schmale Naht mit einer 1,6er Wolfram-Elektrode, dann ist die Zugänglichkeit mit einer Größe 4 besser. Wichtig hierbei ist, dass wir den Gasdurchfluss verringern. Problem Nummer 1, Injektionswirkung. Mein Favorit bleibt ganz klar die 8. Warum ist das so? Die 8 ist so die perfekte Symbiose aus Gasverbrauch und Gasschutz plus die Zugänglichkeit, die hier für nahezu jeden Fall sehr gut gegeben ist. Alles wie immer. Ich hoffe, ihr konntet ein kleines bisschen mitnehmen. Wir sehen uns wie immer in der nächsten.